Hallo zusammen, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video zeige ich dir einen weiteren ornamentalen Schiebeverschluss. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Der längere Faden macht um einen kürzeren Faden einen doppelten Halbschlag nach rechts. Dann geht er unter dem kurzen Faden unten drunter durch und macht einen doppelten Halbschlag nach links. Dann geht er unter dem anderen kurzen unten drunter durch, macht einen einfachen Halbschlag nach links und einen Halbschlag nach rechts. Dann wieder nach außen einen doppelten, also nach rechts einen doppelten, dann wieder drunter durch, nach links einen doppelten und um den anderen Faden wieder jeweils einen einfachen Halbschlag. Das bewirkt, dass du deine beiden Reihen nachher in die Kurve legen kannst, beziehungsweise die Kurven bilden sich schon von allein beim Knoten. Wenn du den linken Faden zweimal umknotet hast, also zweimal 2 Halbschläge, dann wendest du um und knotest nach der anderen Seite das gleiche. Diesmal liegt aber der Faden, der nur mit einfachen Halbschlägen umknotet wird, auf der rechten Seite. Diese beiden Halbschläge um den rechten Faden herum sind jetzt der mittlere Knoten in diesem Doppelauge. Danach wiederholst du das noch zweimal, also der rechte Faden muss noch zweimal umknotet werden. Dann hast du ein symmetrisches Auge. Wenn du nicht mehr genau weißt, wie viel Mal du jetzt hin und her geknotet hast, drehst du deinen Bogen auf die Rückseite und zählst die Schlingen über dem inneren Faden. Das sollen 5 sein. Die inneren Fäden dieses Bogens nun noch einmal fest stramm ziehen, so dass der Bogen richtig rund wird. Dann legst du deine Kordel von unten her in dieses offene Auge, bevor wir das zuknoten, und klemmst die Kordel oben fest. Der rechte innere Bogenleitfaden bleibt jetzt Leitfaden und du knotest die beiden anderen Fäden mit doppelten Halbschlägen darauf, sodass dein Auge geschlossen ist.
Der äußere rechte Faden wird ebenfalls genauso umknotet. Dann machst du das gleiche Auge noch einmal, aber schließt es spiegelbildlich. Also die linken Fäden gehen über die rechten Fäden. Der oberste Faden setzt jetzt diese innere Augenreihe fort mit einem doppelten Halbschlag und einem abwechselnden Halbschlag um den gleichen Leitfaden herum. Das gleiche wird spiegelbildlich auf der anderen Seite wiederholt. Jetzt setzen wir diese beiden Augen zu einem Herzchen zusammen. Wir machen einen lockeren Halbschlag und stecken dann den Knotfaden des linken Halbschlags durch die lockere Schlinge des rechten Halbschlags und umgekehrt. Den rechten Knotfaden stecken wir durch die Schlinge des linken Knotfadens und ziehen dann erst beide Halbschläge fest. Dadurch rutschen die beiden Würmchen zueinander. Das wiederholst du noch einmal.
Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nacharbeiten und tschüss bis zum nächsten Projekt.